Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik. Den Deep Dive in die Lyrics, in die Visuals, in die Melodien und alles, was sonst noch so zum Gesamtkonzept passt. Aber meistens versuche ich eher den Deep Dive in die Lyrics, verschiedene Perspektiven auf das, was wir da zu hören kriegen, was der Künstler meinen könnte, aber auch außerhalb von dem, was der Künstler meinen könnte. Was gibt es noch für Möglichkeiten, das Ganze zu interpretieren? Warum könnten sich viele verschiedene Menschen damit verbunden fühlen? Und heute haben wir einen Live-Auftritt von Ren. Er ist gerade quasi dieses Jahr auf Tour. Ich glaube, das ist so ziemlich das Erste, was er von seinem Live-Auftritt außer mit Big Push geteilt hat. Und zwar war das vom Boardmaster. Ist das richtig? Live at Boardmaster. Ähm, Zumindest steht das hier. Und ich habe gedacht, ich mache dazu eine Reaction. Hier wird es nicht so viel zu interpretieren geben, weil die Songs, die er spielen wird, die werden wir kennen. Aber warum mache ich das? Für mich ist es also zum einen Fan, Renegade und so, zum anderen aber auch, weil ich glaube, dass wir hier in seiner Performance nochmal etwas anderes sehen und entdecken können. Ich habe schon so kleine Snippets gesehen, dass es im Auftritt auch das eine oder andere Emotionale gab. Und da vielleicht eher nochmal reinzugucken, was das auch für Ren bedeutet, dieses Konzert spielen zu können, nach all diesen Jahren. Genau. Und einfach, weil ich Bock habe, Reactions zu machen und das Neues. Und ich teile meine Reaction auf diesen Live-Auftritt mit euch. So, lang genug gequatscht. Lasst uns loslegen. Ich habe die 20-Minuten-Version, also wo hier steht Full Performance quasi zu sehen ist. Ich finde es so cool, dass sein Kumpel ihn da so begleitet, ne? Mhm. Genesis, baby. Hm. When I'm by myself, I find my mind starts drifting somewhere else. It's not inside this realm of thought. Definitely someone else waits there from my demons. Been knocking on the gates of hell. Heretic, heathen, I've been screaming in this padded cell. Making my pain, waking it painstakingly cold. My soul aching, my Okay, ich merke, das finde ich irgendwie uncool, dass das nur so Snippets sind. Gibt es da keine vollen... Guckt mal, wir machen hier einfach einzelne. Down the road. Ich glaube, da haben wir ein paar Sachen, ne? Oh shit, okay. Deswegen die Snippets. Wir haben so ein bisschen was zur Auswahl. Bittersweet Symphony. Seven Sins. Geil. Vincent's Tale. Jesus. Oh ja, das will ich live hören. Okay, ich sehe schon, das werden wir wahrscheinlich nicht alles heute schaffen. Das werde ich mal in Snippets dann auch packen. Oder in mehrere Videos. Okay. Lasst uns mit Chalk Outlines beginnen, würde ich sagen. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Ja, let's go. Schade, dass Chinchilla nicht da ist. still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning.
Take this one, wash it down and you'll be fine. And walk around in a floating chalk outline. So goes let it be. In the gallows, balance on my toes so I can breathe. Können wir mal darüber sprechen, wie krass die Live-Stimme von Ren ist? Also ich meine, er hat ja schon ein paar Live-Videos auch gepostet. Aber jetzt das hier nochmal auf so einem Festival zu hören, ne? Alter. Das ist im Prinzip genau das gleiche, was du auf der Studio-Version hast. Das ist einfach so krass, wie dieser Mann singen kann. Wahnsinn. Und dazu Gitarre spielt. Und ich meine, er ist halt ein Profi, ne? So ist es nicht. Es können viele andere auch, aber. Und das ist so berührend. Ja, lass uns erstmal weiterhören. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. It's not for long, just for fun. I bury myself in a great big smile. Oh my. We trace ourselves in this chalk outline. Oh my. Brace ourselves in this chalk outline. Sertraline and the sip of serotonin. Don't cry, there's a pill for everything. Ja. Take this one, wash it down and you'll be fine. You sound beautiful. Walk around in this chalk outline. So goes let it be. Gallows, balance on my toes so I can breathe. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber dieser Ton auf so großen Festivals ist manchmal nochmal anders. Auf eine gute Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kennt ihr das und wisst, was ich meine, aber es ist nicht so begrenzt. Der Ton endet nicht, sondern es fühlt sich so an, als würde er weiter vibrieren, als würde er quasi irgendwo hinweg floaten in die Weite. Ach Gott, ich bin so schlecht da drin, solche Sachen zu beschreiben. Es ist mehr wie so ein Gefühl, wie etwas, was weiter vibriert. Da sind wir wieder dabei, dass ich eben auch ein bisschen kinästhetisch eher bin, viel mit dem Körper fühle oder Bilder habe. Und darüber versuche, die Dinge zu beschreiben und zu erklären. Ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und das habe ich hier auch das Gefühl, wenn man so diese Gitarre hört und es gerade sonst nichts anderes ist, dass man dann dieses Gefühl hat, als würden diese Gitarrenklänge irgendwie so in die Weite getragen werden. Ja. Ich spule mir nochmal ein bisschen zurück. Gallows, balance on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I'm pushing back down with a new habit. Not for long, just for a while. I bury myself in a great big smile. Oh my.
things change. All things change. Such a perfect day. It's a beautiful shame. It's a beautiful shame. So ein schöner Song. Scared of being okay. 'Cause all things change. Little by what she found. No, mama, raise ourselves in this choke outline. Oh, mama, raise ourselves in this choke outline. Ach, cool. Ich will noch einen gucken. Ich finde es so schön, wenn einfach jetzt in diesem Vibe zu sehen, so wie oft hat er in den letzten Jahren gesagt, wie traurig ihn das macht, dass er nicht auf Tour gehen kann, wegen seiner Gesundheit. Und Stück für Stück kamen immer mehr Treatments quasi dazu, die es ihm möglich gemacht haben. Erst so einzelne kleine Auftritte, die ihn Kraft gekostet haben und zurückgeworfen haben und immer mehr. Ich glaube, er hatte das letztens auch entweder in einem Twitch-Stream oder Interview oder irgendwas gesagt, wo er gemeint hat, er hat jetzt endlich quasi einen Arzt gefunden und eine Behandlung, die so gut anschlägt, dass er einfach diese Konzerte machen kann. Und dass es ihn nicht ewig zurückschmeißt und unglaublich viel fordert, so, sondern dass es ihm möglich macht, eine Tour zu machen. Eine kleine erstmal, aber eine Tour. Und Konzerte zu spielen und danach nicht völlig verausgabt zusammenzubrechen körperlich. Das ist so cool und so schön, dass er endlich in diesen Kontakt mit seinen Fans kommen kann. Also natürlich hat er vorher auch schon Kontakt zu seinen Fans gehabt über die Community und so weiter. Ne? So. Die Twitch-Streams haben auch geholfen. YouTube, die Community, all das, ne? So. Er wird unglaublich viele Nachrichten bekommen haben, aber dieses direkte, die Crowd, die da steht, die von überall angereist kommt, nur um ihn mal zu sehen. Die mitsingen. Dieses Erlebnis, dass so viele Menschen seine Songs singen, ihm zujubeln und ihn feiern. Toll. So, nochmal kurz ein kleines Zwischensnippet. Ich habe nämlich gerade im Nachhinein, nachdem ich das Video schon aufgenommen hatte, festgestellt, es gibt dieses eine Short und das ist das, was ich schon mal so im Groben angefangen hatte anzugucken, zu Chalk Outlines. Deswegen hatte ich das eigentlich auch gewählt. Aber in diesem Live-Auftritt-Video wurde das rausgeschnitten, nämlich den Moment direkt nachdem er fertig war mit Chalk Outlines singen. Und das war der emotionale Moment. Und den würde ich gerne mit euch nämlich nochmal angucken. Und zwar haben wir den hier. Ich gucke einmal kurz, dass wir uns das hier zack, zack, so, dass wir uns das einmal angucken, weil den fand ich so wunderschön. Let's go. Raise ourselves in this choke outline. Oh, mama. Raise ourselves in this choke outline. So schön. Auch das, was dazu geschrieben stand, ne? Mit der Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Ihr Leben ist noch nicht vorbei.
Und man sieht so wundervoll, dass diese Tränen, dass das nicht Traurigkeit in dem Sinne ist, so, sondern wie viel Freude, wie viel Dankbarkeit da drin ist. Und wahrscheinlich auch Traurigkeit, ne? Es kommt ja aus diesem Punkt von, krass, guck mal, wo ich herkomme. Vor einem Jahr wäre das noch nicht denkbar gewesen oder vor 2 Jahren. Die Erinnerung vielleicht an noch früher, wo er ans Bett gefesselt war und gedacht hat, er kommt da nie wieder raus. Und das kann unglaublich überwältigend sein, wenn du denn da plötzlich stehst und realisierst, wo du gelandet bist und was du erreicht hast und was noch möglich war, wie du aus diesem Loch wieder rausgekommen bist. Und das sind so diese Momente, wo Ren auch immer wieder von spricht, von Hoffnung. Es gibt ja auch immer dieses, wenn es noch nicht vorbei ist, dann ist es halt noch nicht vorbei. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Aber solange quasi noch nicht der Nagel in deinem Sarg ist, ist es noch nicht vorbei. Es kann immer noch irgendwas passieren. Es ist noch nicht Zeit, hier aufzugeben. Und es kann für ganz kleine Dinge sein. Es muss nicht immer das ganz große chronische Erkrankungsthema sein. Aber auch da, also sowohl in den kleinen Sachen als auch in den wirklich dunkelsten Abgründen, wo wir uns am liebsten verkriechen würden, wo wir am liebsten aufgeben würden, wo wir denken, da ist nichts mehr für uns. Manchmal kann es innerhalb kürzester Zeit switchen und manchmal ist es ein Weg, wirklich sich ewig anfühlender Weg. Aber diesen Moment zu erleben, wo einem bewusst wird, ach krass, ich habe es geschafft. Und dieser Relief, der dann kommt, diese Weite, und das sieht man so schön in diesem Moment mit Ren. Und wie er so ganz weich geworden ist. In all dem, dass er versucht hat, sich zusammenzureißen, ne, und durchzuatmen und nicht weinend zusammenzubrechen da auf dieser Bühne. Aber in diesem Lächeln, in dieser Freude, in dieser Dankbarkeit, wie viel Erleichterung, wie viel Weichheit man plötzlich in Rens Gesicht gesehen hat. Das ist so schön. Und auch dieser Moment, wo er sich selbst hier hingeklopft hat, habe ich gedacht, ja, das kenne ich. Dieses Herz, diese Verbundenheit, diese Liebe, diese Dankbarkeit zu all dem. Besonders zu diesen Menschen, die jetzt da sind, um ihn zu feiern auch. So, das habe ich jetzt nochmal zwischendurch eingebastelt. Und jetzt geht's zum nächsten Song. Viel Spaß. So, welchen Song wollen wir hören? Vincent's Tale wollen wir noch hören? Machen wir das? Ja, ne? Ich finde auch. Let's go. Spannend. Dim 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 dim. How do I begin? Wait a minute, I know step one, I repent, step two, let me go, no, maybe I shall be remorse for my crimes, fuck that, let me speak my mind. Allow me to introduce to you, manifestation of everything in this world. Never felt discarded by your system, regarded to be something with the people, but the people disregarded, retarded, putting all the power in the palms of the heartless. Lies don't care, we're chewing on carcass, homeless levels rising, the politics regarded, slave labor wage, docking pay for the farmer, fit to break, prison low, a slave giving Britain time, bracket lies low, even time break, voice, even time on the low, the everyday people get left up till they don't. Let me alone, I'm on a roll, I never roll, in the mode, bring the road to the control, when there is no feeling the boat. It's a low blow, representatives don't show anything, ladies represent me, no struggle, this is break biases for bread and butter, from the PM, they still stutter, in the PM, there'll be bodies in the gutter, blood stained hands, milk up all lands under, 9 to 5, can't survive, I wait to the word of the job, can't survive, design my hands, Jesus, man. All
reality TV, sleepy, wake up, repeat these sides. Are you taking a Michael? Better be it though. City full of sheep tweeting on the social media. Some are twisting tails and it's going on hysteria. Talking to rise of people that my band are hysteria. When it comes to war, don't go for the leading you. Fighting for a cause, it wasn't yours, they're leaving you. I'm the polarized, to the left, to the right. Are you woke, are you racist? Black, are you white, are you all for the right? Makers for thousands, the NHS laws, where was tax directed? Impunity from truth, lies come to be expected. Sever head of Hydra, two parties resurrected. Jesus, Ren. Ach, geil. Jetzt haben wir nicht nur den singenden Ren gehört, sondern auch den rappenden Ren. Das ist genauso geil. Das ist so befriedigend, oder? Es ist einfach so. Ach Gott, da geht mir so das Herz auf. Und ich feiere das irgendwie so sehr mit ihm, weil vom ganzen Herzen man ihm das so sehr gönnt. Und ich meine, ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen, das kann keiner von uns. Wir haben alle nicht das erlebt, was Ren erlebt hat. Aber wir haben vielleicht eine kleine Idee. Und es gibt wahrscheinlich auch genügend Menschen in seiner Community, die selbst mit krassen Geschichten zu tun haben. Ob jetzt nur Krankheit oder was auch immer. Die auch eine Idee davon haben, nochmal mehr als ich und andere Menschen, wie sich das für Ren anfühlt, an diesem Punkt gerade zu stehen. Das ist so geil. Es ist so geil. Ich habe gar keine Lust aufzuhören. Wollen wir noch einen machen? Wir machen noch einen. Okay? Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit oder so. Gibt's Vincent's Tale Starry Night 2? Nee, leider nicht. Hat er nur den ersten Teil gemacht? Schade. So, ich würde sagen, die 2 reichen erstmal für heute. Und beim nächsten Mal machen wir die nächsten Videos. Wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Wenn ihr sagt, ihr habt da Bock drauf, schreibt gerne in die Kommentare, welche Auftritte ihr sehen wollt. Wenn ihr sagt, ist mir egal, waren alle gut, dann mache ich halt alle. Wenn ihr sagt, auch Daisy, mehr brauchen wir eigentlich davon gar nicht, haben wir jetzt gesehen, wie du darauf reagierst. Schreibt mir auch das in die Kommentare und könnt mir dann Alternativvorschläge machen, worauf ich lieber reagieren sollte. Wo ihr gerne eine Reaction zu hättet oder eine Analyse. Entweder zu Ren-Sachen, vielleicht was von Chinchilla, vielleicht was von Webby, vielleicht was von einem ganz anderen Künstler. Schaut auf jeden Fall in mein aktuelles Content-Portfolio schon mal hinein, was ich da so alles schon gemacht habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.